Willst du wissen, ob dein Wortschatz auf dem B2-Niveau ist? Dann mach heute mit bei meinem Vokabeltest. Ich werde dir heute 20 Vokabelfragen stellen und das Ganze machen wir mit solchen Karteikarten. Oben siehst du das Bild von dem gesuchten Wort und darunter den Lückentext bzw. eine kurze Erklärung. Du hast genau 5 Sekunden Zeit, um die Lösung zu finden. Wenn dir das zu schnell geht, darfst du natürlich aber auch kurz auf Pause drücken und überlegen. Und wenn du möchtest, kannst du dir unter dem Video auch das PDF-Arbeitsblatt herunterladen, ausdrucken und während du das Video schaust, ausfüllen. Zu allen Wörtern gebe ich dir natürlich auch Satzbeispiele, damit du sehen kannst, wo das Wort und wie das Wort in einem kompletten Satz verwendet wird. Also dann testen wir dein Wortschatzwissen. Auf dem ersten Bild gibt jemand einer Pflanze Wasser. Wie nennt man diesen Prozess? Was macht die Person? Richtig, gießen. Gießen braucht den Akkusativ. Also, die Frau gießt die Pflanzen. Die Präteritumform ist goss. Die Frau goss die Pflanzen. Und die Perfektform ist hat gegossen. Die Frau hat die Pflanzen gegossen. Wunderbar, das erste Wort ist geschafft. Kommen wir zum zweiten Begriff. In Deutschland gibt es die gelbe, die blaue und die schwarze Tonne. In die gelbe kommt Plastik, in die blaue Papier und in die schwarze Restmüll. Wie nennt man den Prozess, Müll zu sortieren? Die Antwort ist die Mülltrennung. Ein Beispielsatz. In Deutschland wird Mülltrennung betrieben. Man kann auch sagen, in Deutschland wird der Müll getrennt. Passend zur Mülltrennung kommen wir zum nächsten wichtigen Wort, das du auf dem B2-Niveau kennen musst. Es beschreibt, dass man respektvoll mit der Natur umgeht. Also man tut Dinge, um sie nicht weiter kaputt zu machen oder zu schädigen. Zum Beispiel trennt man Müll oder man fährt öfter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit und so weiter. Die Lösung ist der Umweltschutz. Beispiel: Mülltrennung trägt zum Umweltschutz bei. Als nächstes kommt ein Verb. Es beschreibt, dass dir etwas nicht gefällt. Es ist im Prinzip ein anderer Ausdruck für nicht gefallen und klingt auch ein bisschen ähnlich. Man verwendet es jedoch eher in der gehobenen Sprache. Oft findet man zum Beispiel diesen Begriff in Texten oder Literatur. Die Antwort ist missfallen. Und missfallen braucht den Dativ. Also jemandem missfällt etwas. Zum Beispiel, mir missfällt dein Ton. Die Präteritumform von missfallen ist missfiel. Sein Ton missfiel ihr. Und die Perfektform ist hat missfallen. Sein Ton hat ihr missfallen. Eine kurze und wichtige Anmerkung habe ich aber an dieser Stelle. Ein großer Wortschatz ist natürlich wichtig, aber wie du dir sicher denken kannst, reicht er alleine nicht aus, um wirklich auf dem B2-Niveau kommunizieren zu können. Du musst zum Beispiel wissen, wie man Sätze sinnvoll miteinander verbindet und in welchen Kontexten bestimmte Synonyme am besten passen. Außerdem musst du grammatikalisch sicher und flüssig sprechen. Doch viele von euch erzählen mir immer wieder, dass wenn es ums Sprechen geht, sie oft unsicher sind und sie das Gefühl haben, dass sich Fehler eingeschlichen haben, die sie nicht mehr loswerden. Genau da hilft ein erfahrener Deutschtutor. Und einen solchen findest du bei italki. Dort kannst du deinen persönlichen Tutor oder deine persönliche Tutorin auswählen und eine Probestunde buchen. Ganz flexibel, ohne Abo und wann es dir am besten passt.
Dein Tutor oder deine Tutorin geht gezielt auf deine individuellen Schwächen ein, korrigiert dich direkt im Gespräch und hilft dir, eingefahrene Fehler loszuwerden. Natürlich kann man heute auch mit KI viel lernen und italki bietet auch diese Option an, aber Sprache ist meiner Meinung nach etwas Lebendiges. Wirklich sicher wirst du erst, wenn du mit echten Menschen sprichst. Denn in echten Gesprächen lernst du oft zusätzlich etwas. Einfach durch Zufall, einfach nur durch einen natürlichen Austausch. Mit KI bekommst du meist nur Antworten auf konkrete Fragen und manchmal weißt du vielleicht gar nicht, welche Fragen für dich wirklich relevant sind, da man selbst oft blind für die eigenen Fehler ist. Wenn du also beim Deutschlernen das Gefühl hast, ein Plateau erreicht zu haben oder nicht weißt, wie du deinen Wortschatz in korrekte Sätze verpackst, probier doch einfach italki aus. Ein paar gezielte Gespräche mit einem guten Tutor oder einer guten Tutorin können genau der Schritt sein, der dich auf das nächste Sprachniveau bringt. Den Link zu italki und meinen persönlichen Code findest du auch nochmal in der Beschreibung unter dem Video. Und jetzt machen wir weiter. Auf diesem Bild suche ich nach einem Nomen, das die Haare von Tieren beschreibt. Das Fell. Beispielsatz: Das Fell der Katze ist weich. Nächste Vokabel. Dieses Adjektiv beschreibt, dass jemand nicht so schnell aufgibt und ein Nein nicht ohne Kampf akzeptiert. Du möchtest zum Beispiel in einer Kunsthochschule aufgenommen werden, wirst aber jedes Jahr abgelehnt. Du bewirbst dich weiter und gibst nicht auf und lässt nicht locker. Du bist hartnäckig. Beispielsatz: Sie ist ganz schön hartnäckig. Oder ihre hartnäckige Art hat sie schon weit gebracht. Nächstes Wort. Du hast es sicher schon einmal erlebt. Du hörst ein schönes Lied oder eine emotionale Rede und die Haare auf den Armen stellen sich auf. Wie nennt man das? Die Antwort ist die Gänsehaut. Beispiel: Die Sängerin in der Oper hatte eine so wunderschöne Stimme, dass alle Zuschauer eine Gänsehaut hatten. Dieses Wort benutzt man, wenn einem ein Geruch, Geschmack oder auch etwas Optisches gar nicht gefällt und ein sehr unangenehmes Gefühl auslöst. Zum Beispiel, wenn der Müll stinkt, das Essen schlecht schmeckt oder jemand etwas sagt oder tut, das Abscheu hervorruft. Welches Wort suche ich? Das Wort, das wir suchen, ist eklig. Achte hier auch unbedingt auf die Aussprache. In der hochdeutschen Aussprache wird nämlich ig am Ende eines Wortes wie ich ausgesprochen. Also die korrekte Aussprache ist eklig. Regional bedingt hört man aber auch oft eklig. Also wenn du zum Beispiel aus dem Raum Bayern kommst, wirst du öfter eklig als eklig hören. Nur dass du den Unterschied kennst. Ein Beispielsatz: Die Milch ist sauer. Das ist ja eklig. Oder da ist eine Spinne. Sie ist eklig. Mach sie weg. Hier suchen wir wieder nach einem Nomen, mit dem man ausdrückt, dass man in Beziehungen nicht mag, wenn die andere Person jemand anderem Aufmerksamkeit schenkt. Zum Beispiel 2 Schwestern. Die Ältere hat das Gefühl, die Jüngere bekommt mehr Aufmerksamkeit von den Eltern. Dadurch fühlt sich die ältere Schwester vernachlässigt und entwickelt ein unangenehmes Gefühl ihrer jüngeren Schwester gegenüber. Was könnte das gesuchte Wort sein? Die Lösung ist die Eifersucht. Dazu haben wir auch ein passendes Adjektiv, nämlich eifersüchtig. Beispiel: Eifersucht macht Beziehungen kaputt. Oder die Frau hat einen sehr eifersüchtigen Mann.
Und wir sind bei der Hälfte angekommen. Wort Nummer 10. Dieses Verb beschreibt, dass man eine traurige Person seelisch unterstützt. Man ist da und spricht Worte, die ihr helfen, nicht mehr traurig zu sein. Das gesuchte Wort ist trösten und es braucht den Akkusativ. Beispiel: Die Oma tröstet den Enkel, der sich beim Spielen verletzt hat. Präteritum: tröstete. Die Oma tröstete den Enkel. Und Perfekt: hat getröstet. Die Oma hat den Enkel getröstet. Wir kommen zu Vokabel 11. Hier geht es um ein Nomen mit mehreren Bedeutungen. Bedeutung Nummer 1 ist der untere Teil einer Pflanze, der Wasser aus der Erde zieht. Und die zweite Bedeutung ist die Herkunft einer Person. Welches Wort wird gesucht? Richtig ist die Wurzel. Plural, die Wurzeln. Ein Beispielsatz: Bäume haben Wurzeln. Und mit der Bedeutung Herkunft: Ich bin in Deutschland geboren, habe aber spanische Wurzeln. Auf diesem Bild sehen wir ein Werkzeug. Wie nennt man das? Hierfür haben wir zwei Begriffe. Einmal der Schraubenzieher oder der Schraubendreher. Beispiel: Der Chef sagt zum Azubi: Gib mir bitte den Schraubenzieher aus dem Werkzeugkasten. Oder gib mir bitte den Schraubendreher aus dem Werkzeugkasten. Das nächste Verb hast du vielleicht schon einmal gehört. Es ist ein anderes und formelleres Wort für kaufen. Welches Verb suchen wir? Es ist erwerben und erwerben braucht den Akkusativ. Ein Beispielsatz: Das wertvolle Kunstwerk wurde von einem reichen Mann erworben. Präteritum: erwarb. Er erwarb das Kunstwerk. Und Perfekt: hat erworben. Er hat das Kunstwerk erworben. Wenn man nun einen Service in Anspruch genommen hat, der einem nicht gefallen hat, kann man das der Firma oder Person sagen. Was tut man dann in dem Fall? Man beschwert sich. Achtung, dieses Verb hat ein paar grammatikalische Besonderheiten. Es ist reflexiv und kann alleine stehen. Also ich beschwere mich. Oder aber auch mit Ergänzungen. Zum Beispiel sich beschweren bei plus Dativ, wenn es um Personen geht. Und sich beschweren über mit Akkusativ, wenn es um Sachen geht. Also ein Beispiel: Ich beschwere mich bei meinem Chef über die schlechte Bezahlung. Wir haben für sich beschweren auch ein passendes Nomen, nämlich die Beschwerde. Aber achte bitte auf die Schreibweise. Ich beschwere mich, aber das ist eine Beschwerde. Also im Nomen brauchen wir noch ein D. Vokabel 15 passt zur Beschwerde. Denn wenn man etwas gekauft hat und unzufrieden ist und auch eine Beschwerde nicht geholfen hat, möchte man oft sein Geld zurückbekommen. Dann bittet man um eine Erstattung. Ein Beispielsatz: Der gelieferte Artikel war leider defekt. Ich bitte um eine Erstattung. Das passende Verb dazu ist erstatten. Zum Beispiel: Der Flug wurde storniert und die Kosten wurden erstattet. Die Präteritumform ist erstattete, also die Fluggesellschaft erstattete die Kosten. Und das Perfekt ist hat erstattet. Die Fluggesellschaft hat die Kosten erstattet.
Beim nächsten Wort geht es um eine historische Epoche. Wenn du dir dieses Bild anschaust und die Jahreszahlen, was könnte das gesuchte Wort sein? Es ist das Mittelalter. Beispiel: Die Stadt sieht so alt aus. Man hat das Gefühl, man wäre im Mittelalter. Hier haben wir nun einen Begriff, den wir oft in den Nachrichten hören. Es ist ein Synonym für Ökonomie. Die Wirtschaft. Beispiel: Eine gute Wirtschaft ist wichtig für ein Land. Wir sind nun schon fast am Ende, nur noch 3 Wörter. Hier geht es um ein Verb, das man als Synonym für beschreiben oder erklären verwendet. Oft bei Situationen, die man Schritt für Schritt oder sehr genau und sehr detailliert erklärt. Zum Beispiel als Zeuge bei der Polizei. Richtig ist schildern. Zum Beispiel: Der Zeuge schildert den Unfallhergang. Präteritum: schilderte. Der Zeuge schilderte den Unfallhergang. Und Perfekt: hat geschildert. Der Zeuge hat den Unfallhergang geschildert. Das vorletzte Wort, das wir suchen, beschreibt, dass du nicht derselben Meinung wie jemand bist. Du möchtest das Gegenteil sagen. Was tust du? Richtig ist widersprechen. Und widersprechen braucht den Dativ. Also, ich widerspreche dir in diesem Punkt. Und nun das letzte Wort in unserem B2-Vokabeltest. Wenn du zum Beispiel ein neues Handy hast, brauchst du etwas, das es schützt. Zum Beispiel, wenn es herunterfällt, damit es nicht kaputt geht. Was brauchst du also für dein Handy? Die Antwort ist die Hülle. Dieses Nomen bezieht sich natürlich nicht nur auf Handyhülle, sondern auf alles, was eine Art Schutz um einen Gegenstand bildet. Meistens ist es also eine Art Behälter, der sehr eng an dem Objekt anliegt, das er schützen soll. Tada! Du hast es geschafft. Und wie viele der Begriffe konntest du richtig lösen? Schreibe es gerne in die Kommentare und lass mich wissen, ob dir diese Art von Videos gefällt. Dann mache ich in Zukunft natürlich mehr davon. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss mitgemacht hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch bitte, teile es, aktiviere die Benachrichtigungen und abonniere meinen Kanal, damit du keine Deutschvideos von mir verpasst. Bis zum nächsten Mal.